Servus und herzlich willkommen. Im letzten Video ging es um den neuen Karrieremodus im neuen Microsoft Flight Simulator 2024. Wir haben quasi die erste Etappe gesetzt und haben unsere Privatpilotenlizenz, die PPL, gemacht. Im heutigen Video schauen wir uns an, was notwendig ist, um die Berufspilotenlizenz, also die CPL, die Commercial Pilot License, zu bekommen. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht mal lang drum herum. Wir steigen direkt in den Karrieremodus ein und fahren mit unserer Karriere fort, damit wir in der Luftfahrt ein Zeichen setzen können. Dazu gehen wir in die Zertifizierung. Ich habe sie ja schon bestanden, aber ich zeige dir natürlich, was alles notwendig ist, dass auch du sie bestehen kannst. Und wenn du das letzte Video gesehen hast, du musst nicht einmal gut fliegen können, um die PPL zum Beispiel zu bekommen. Klar muss man sich an gewisse Regeln halten, aber wenn man zu schnell, zu hoch zur Landung ankommt und es trotzdem irgendwie schafft zu landen, überhaupt kein Problem. Du kriegst die PPL auf jeden Fall. Und jetzt schauen wir uns eben die CPL, die Berufspilotenlizenz an. Die ist notwendig, um dann weitere Spezialisierungen machen zu können. Eben den Überführungsflug, der ist ab Level 3 da, das Flight-Siegen ab Level 5, das Fallschirmsprungwesen, wo wir dann Fallschirmspringen in der Luft absetzen, was wirklich recht cool ist, ab Level 8. Da sind aber dann noch weitere Bedingungen da. Man muss zum Beispiel bestimmte Missionen mit einer Wertung von C oder besser abschließen und eine Landegeschmeidigkeit von über 50% haben. Genau, dann gibt es noch den Gütetransport, da brauchst du Level 10 und ein paar andere Bedingungen und die Luftwerbung. Da muss ich aber ehrlich sagen, da habe ich noch nichts gemacht. Also diese sind bei mir noch unberührt. Setzen wir den Meilenstein und schauen uns an, wie die Berufspilotenlizenz im Microsoft Flight Simulator ausschaut. Genau, es gibt auch hier wieder ein paar Trainingseinheiten, die ich alle natürlich nicht gemacht habe. Die gibt es im 2020er schon, die habe ich zum Teil dort gemacht, aber grundsätzlich, glaube ich, brauchen wir den nicht. Das schaffen wir auch so. Schau dir dieses Video an und danach wird dir die BPL auch gelingen, also die Berufspilotenlizenz. Dauert 11 Minuten, findet in KVNY statt. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, wo das ist. Ist mir auch egal, wir wiederholen die Prüfung. Genau, da haben wir noch ein bisschen Introduction. Also ist der letzte Schritt, bevor wir Berufspilot werden. Das ist die Berufspilotenlizenz, abgekürzt wird sie mit CPL, Commercial Pilot License. Und wir müssen halt eben einen neuen Checkride absolvieren, der aus einem Überlandflug zwischen Van Nuys Airport und Bob Hope Airport in Los Angeles County besteht. Also gut, wir sind in LA. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, der heutige Flugplan zwischen A und B wurde bereits ins Glascockpit Ihres Flugzeugs geladen. Es wird erwartet, dass während des gesamten Fluges eine ordnungsgemäße Interaktion mit der Flugsicherung erfolgt. Das heißt, diese Taste hier, schnelle Antwort, werden wir immer wieder ein paar Mal drücken. Wir werden auch vermutlich jetzt wirklich mit der ATC sprechen. Also nicht so wie in dem vorherigen Video, wo wir eigentlich auf einem kleinen Flughafen waren, wo wir fast einen Monolog führen. Jetzt kriegen wir hoffentlich auch Antworten. Hier sieht man auch schön, wenn man die Wolken abdreht, hat man einen besseren Blick auf die Route, die wir fliegen wollen. Manchmal verdecken die das, das heißt nicht, dass die Wolken dann in der Mission auch deaktiviert sind. Es ist wirklich nur für diese Anzeige da und let's go, 11 Minuten. Berufspilotenlizenz, Zertifizierung. Das schaut mir jetzt fast so aus, als hätte sich diese Kiste aufgehängt. Nein. Man muss sich nur drüber aufregen, dann funktioniert's. Manchmal sind die Ladezeiten dann doch noch überraschend lang. Genau, wir fangen wieder an mit unserem Walkaround. Es muss natürlich alles an Covers und so weiter, an Abdeckungen entfernt werden. Das machen wir auch da. Remove before flight, yes. Und hier noch. Und dann ducken wir uns einmal und steigen hier ein in die gute Maschine. Auch hier wieder Golden Tag. Die Mixture ist sogar noch vom vorherigen weg. Die tue ich mal wieder rein. Die werden wir dann brauchen, sonst haben wir keinen Sprit beim Starten. Und Schritt Nummer 1, wir drücken wieder unsere Tastenkombination, um das Startverfahren abzuschließen. Wenn du das nicht drücken möchtest, sondern hier wirklich einzeln etwas machen willst, zeige ich dir das auch. Das ist ganz easy. Wir schalten die Batterie ein. Wir geben Sprit, also die Fuel Pump schalten wir an. Und dann gehen wir die Magnetos mal auf Both und jetzt starten wir die Engine. Dann startet der Propeller. Willkommen zu Ihrer praktischen CPL-Prüfung. Wir schalten den Alternator an bei der Avionics.
und wir sind fertig. Das ist quasi die Für diese praktische Startkombination. Prüfung werden Sie einen Überlandflug durch Los Angeles County absolvieren, wobei Sie vom Van Nuys Airport starten und dann am Bob Hope Airport landen. Sie können beginnen, sobald Sie bereit sind. Dann machen wir das. Wir beginnen, sobald wir bereit sind. Wir sind bereit. Ich drücke schnelle Antwort. Wir kündigen unsere Rollfreigabe Van an. Nuys Ground Cessna Oscar Echo. Echo Uniform ready to taxi east departure with Oscar. Cessna Oscar Echo, Echo Uniform Taxi 2 and hold short of Piste 16 right via taxiway Alpha 1 Charlie. Contact Tower on 120.2 when ready. Das war jetzt auch der ultimative Vergleich. Die ATC war Englisch und klingt viel besser. Wenn du dir das vorige Video angeschaut hast von der PPL, wo wir mit deutschem Funk geflogen sind, das ist ja fast schon lustig, ja. Also, das ist definitiv besser. Liegt aber anscheinend am Land, weil wir sind ja jetzt in LA und da ist der Funk grundsätzlich Englisch. Mein Flugsimulator ist immer noch auf Deutsch eingestellt. Das heißt, wenn man in Deutschland oder in Österreich fliegt, hat man deutschen Funk. Ist das so? Also ist das in der Realität wirklich auch so? Cessna Echo Uniform, did you hear my last transmission? Yes, wir drücken die schnelle Antwort, um die Rollerlaubnis zu Taxi to and bestätigen. hold short Piste 16 right using taxiway Alpha 1 Charlie Cessna Echo Uniform. Echo Uniform klingt doch viel besser als Echo Uniform, wie er es vorhin gesagt hat. Los geht's, wir geben ein bisschen einen Schub, lösen die Parkbrakes und folgen den blauen Pfeilen. Nehmen wieder ein bisschen die Power weg, dass wir da nicht ganz so sehr angasen. Hold short, das machen wir da vorne. Power ist weg. Folgen natürlich der gelben Linie. Bremsen schon ein bisschen ab. Und holden short. Nämlich genau da. Dann holen wir uns die Starterlaubnis. Ich setze mal die Flaps. Van Nuys Tower Cessna Oscar Echo. Echo Uniform at Piste 16 right ready for departure east departure. Cessna Oscar Echo, Echo Uniform Altimeter 29.902 East departure approved. Cleared for takeoff Piste 16 right. Na, dann machen wir das. Cleared for Takeoff. Wir geben ein bisschen Gas wieder. Lassen uns da auf die Rollbahn, auf die Startbahn rollen. Ups, nein, gar nicht, um Gottes Willen. Achtung, Achtung, Stopp. Hätte ich gleich einen Fehler gemacht. Ich muss das ja noch bestätigen. Cleared for takeoff Hat keiner Piste gesehen. 16 right Cessna Echo Uniform. Noch sind wir in dem Bereich, wo wir uns bewegen dürfen. Aber jetzt dürfen wir die Rollbahn betreten. Perfekt. Glück gehabt. Hätte uns aber wahrscheinlich nicht die CPL gekostet. Vielleicht nur ein paar wichtige Punkte. Und dann würde ich sagen, geht es auch da dann wieder nach rechts Richtung Abflug. Weil geradeaus drüber macht keinen Sinn und nach links schon gar nicht. Naja. Schauen wir darüber. Anfangssteigflug. Dort müssen wir hin. Auch hier wieder entweder stehen bleiben oder gleich direkt Vollgas geben. Ich gebe direkt Vollgas. Alleine mich auf das Centerline. Drück den Yoke ein bisschen runter, um einfach schöne Bodenhaftung zu haben. Trimmung setzen wir parallel, das macht man normalerweise vorher. Und dann sollte eigentlich jetzt, ups, da ist windig. Langsam aber doch, genau, heben wir ab. Da habe ich jetzt schon ein bisschen Left Rudder gebraucht. Da hat es doch ein bisschen an Wind, schauen wir mal ganz kurz. Der Wind ist 4 Knoten. Wenn du keinen Wind hast, du kannst hier bei PFD Opt, hier bei Wind, würde ich die Option 3 empfehlen. Es gibt auch noch 1, 2 und 3. 3 ist die beste. Würde ich dir empfehlen einzublenden. Ist ganz praktisch und wieder auf Back. Genau. Schnelle Antwort. Van Nuys Tower Cessna Oscar Echo. Echo Uniform continue for east departure. Irgendwas piepst hier jetzt. Okay, es ist wieder weg. Wahrscheinlich waren wir zu schnell und die Flaps waren noch draußen. Kann gut sein. So, auf 1,9 sollen wir steigen. Na, dann machen wir das.
Und wir können auch schon nach links drehen. Wir sehen auch rechts auf unserem Garmin die Flugroute. Manchmal ist das nicht ganz korrekt, was da angezeigt wird. Jetzt scheint es zu stimmen. Das heißt, da folgen wir dann quasi unserem rosanen Flugpfad. Da drehen wir. Ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu sehr die Nase in die Höhe tun. Ich glaube, wir sind ein bisschen hart getrimmt. Ja, für das, dass wir keine Flaps mehr draußen haben. Und auch wieder verdammt flott. Beginn des langen Endanflugs. Allein wie das übersetzt ist. Aber egal. 1900 Fuß ist unser Ziel erstmal. Haben wir erreicht. Dann würde ich auch wieder sagen, wir nehmen wieder ein bisschen Power raus. Einfach, dass wir nicht zu schnell werden. Und wir drehen nach links. Nein, wir drehen nicht nach links, wir landen woanders. Aha. Habe ich vorher nicht aufgepasst. Das heißt, wir drehen jetzt nach rechts, nehmen deutlich Gas raus, um hier ordentlich Geschwindigkeit abzubauen. Dass wir es nicht so wie bei der Privatpilotenlizenz so richtig auf den letzten Drücker abbremsen, sondern dass wir jetzt schon auf geschmeidig ankommen. Wir sehen auch schon, wir haben 2 rote und 2 weiße Party-Lights da vorne. Das heißt, momentan schaut es wirklich gut aus, dass wir, wenn wir genauso weitermachen, wir ja perfekt ankommen. Ich muss nicht einmal wirklich großartig den Yoke halten, weil gut getrimmt. Ah, wir müssen schon wieder was bestätigen. Handoff über die Flugsicherung bestätigen. Passt, machen wir. Van Nuys Tower Cessna Oscar Echo. Echo Uniform Frequency Change. So, wir sind jetzt schon zu niedrig. Wir haben 3 rote Party Lights. Dann werde ich mal wieder ein bisschen die Trimmung erhöhen, dass wir da nicht so weit rauf, so weit absinken. Okay, wir ändern die Frequenz. Wir verbinden uns mit der ATC und kündigen unsere Landung an. Burbank Tower Cessna Oscar Echo. Echo Uniform is to mainland west 1,200 feet with India landing. So, jetzt sind wir schon viel zu niedrig. Wir haben 4 rote Party Lights. Es fängt sich wieder langsam. Ich nehme die Power ganz raus mal. Setze dann mal langsam die erste Flap-Stufe. Dann merkt man auch wieder, wie das Flugzeug sich langsam wieder ein bisschen von der Nase stabilisiert. So, dann kann man auch schon die zweite Flap-Stufe setzen. Dann kommt die Nase wieder ein bisschen höher. Dann gebe ich ein bisschen Power. Und wir setzen die letzte Flap-Stufe und gleiten quasi noch darunter. Das ist ein weitaus stabilerer Approach als der bei der Privatpilotenlizenz. Ein bisschen mehr Power geben, dass wir keinen Stall reißen jetzt. Ja, ja, chill. Haben wir gehört. Noch schnell bestätigen. Und wir setzen auf. Das war in dem Fall gar nicht einmal so schlecht. Wir bremsen wieder ab, Geschwindigkeit reduzieren. Es geht nach links zum Hold Short. Eieiei. Na gut. Dann auch hier, not clear to land. Dann waren wir doch ein bisschen spät dran. Habe ich jetzt nicht aufgepasst. Und du wirst sehen, wir werden unsere Lizenz trotzdem bekommen. Hoffentlich. Nicht, dass sie mir jetzt entzogen wird. Einmal Hold Short. Und wir drücken wieder die schnelle Antworttaste und drücken sie noch einmal. Burbank Ground Cessna Oscar Echo. Echo Uniform Taxi to Parking. Taxi to Parking. Klingt doch gleich viel besser. Echo Uniform Taxi to General Aviation Parking via Taxiway, Delta 8 Delta. Das machen wir. Flaps wieder ab, bisschen Stoff geben. Und nein, noch nicht Stoff geben, wir müssen noch bestätigen. Taxiing to General Aviation, parking via Taxiway Ja, Delta aber 8, Delta jetzt Cessna haben wir die Echo Freigabe. Uniform. Sieht man auch immer ganz gut, weil noch keine Navi angezeigt wird, also diese blauen Pfeile da, diese Navigation.
dann ist irgendwas noch offen. Und auch die kann man sich, wenn man möchte, bequem ein- und ausblenden. Nein, kann man gar nicht. Nicht bei den Missionen. Okay. Da geht's nach links, wir rollen nach links, bremsen ein bisschen ab. Und nach rechts. Das schaut mir ein bisschen dangerous aus hier. Ich glaube, da wird man normal nicht durchfahren, da ist eindeutig ein bisschen zu viel los. Vor allem da wirklich durch die Flieger durch. Nicht ganz so genau nehmen. Bisschen Stoff geben und da vorne reihen wir uns dann ein. Rechts neben diesem schönen grünen Flieger da, der Cirrus. Yes, Parkbremse setzen. Automatischer Triebwerkstopp. Ich mache auch diesmal wieder die lange Version. Einfach. Das ist eigentlich eine gute Frage. Was macht man denn zuerst? Zieht man in dem Sprit weg oder dreht man die Avionics ab? Alternator abdrehen, das zurück, Battery aus und der verreckt automatisch. Ja, interessant. Sie haben heute eine großartige Leistung gezeigt. Mit dieser Einstellung können Sie als Pilot groß rauskommen. Das nenne ich mal eine Ansage, als Pilot groß rauskommen. Die Messlatte ist gesetzt. Du siehst, es ist ein bisschen was schief gegangen. Wir haben eine ATC-Übertragung verpasst. Okay, das hat uns 10% gekostet. An sich war das aber sehr gut. Die Reiseflughöhe 100%, Flugplan 100%, Rollbahn in dem Fall 84%. Das Handling vom Flieger war auch sehr gut, sehr ruhig. Da ist noch viel Range, um Fehler zu machen und trotzdem zu bestehen. Wie man sieht, ab C hast du bestanden. Wir haben ein A bekommen. Let's go! Jetzt sind wir in der Lage, unsere richtigen Missionen anzugehen und richtiges Geld zu verdienen da herinnen. Das heißt, was die Spezialisierung angeht, wenn du schon Level 3 bist, hast du hier quasi jetzt die Möglichkeit, Überführungsflüge anzugehen oder Flightseeing oder Fallschirmsprungwesen. Oder halt eben darüber hinaus. Ich sage jetzt mal, der Charterflug, genau, der braucht dann schon wieder eine Stufe mehr, die ich selber noch gar nicht habe. Aber wir haben auch noch Zeit. Das heißt, wie du gesehen hast, war es gar nicht einmal so schwierig, die Berufspilotenlizenz im Flugsimulator zu erwerben. Man muss da überhaupt keine Angst haben und sich da diese Trainings vorher geben, um sie zu schaffen. Das geht auch ohne. Natürlich helfen die deutlich weiter, um ein bisschen die Materie zu verstehen. Aber es geht auch ohne. Und damit war es das im heutigen Video auch schon. Im nächsten Video, also du kannst gerne dranbleiben, schauen wir uns mal ein paar gezielte Missionen an. Jetzt haben wir ja wirklich schon schöne Spezialisierungen freigeschalten, also Überführungsflug, Flightseeing, Fallschirmsprung und so weiter und so fort. Die wollen wir natürlich jetzt auch einmal fliegen. Das heißt, wenn du das sehen willst, bleib dran und ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba.